Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 163, Thema Klimawandel. Wir lernen 15 wichtige Worte für den Alltag. Genau, ein super wichtiges Thema, das uns ja alle irgendwie betrifft. Absolut. Und wir haben uns durch wirklich viele aktuelle Berichte und Studien gewühlt für diese genaue Analyse heute. Also wir wollen heute wirklich tief in dieses Thema eintauchen. Ja, und bevor wir mit den inhaltlichen Wörtern starten, heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Oh ja, das ist toll. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Genau, einfach entspannen und den Rhythmus fühlen. Richtig. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genau so zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Das ist anfangs vielleicht ein bisschen ungewohnt, oder? Ja, total. Aber das wird schnell besser. Und dann kommt Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf, vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Das ist wirklich der beste Weg, um einen natürlichen Akzent zu bekommen. Wichtiger Hinweis dazu noch. Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Also Leute, probiert das heute direkt mal aus mit unseren 15 Wörtern. Und ansonsten bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Genau, da fassen wir dann alles nochmal in einer kleinen Geschichte zusammen. Okay, lass uns direkt anfangen. Bevor wir über Lösungen reden, müssen wir ja erstmal verstehen, was das Problem eigentlich verursacht. Was ist das Fundament von diesem ganzen Klimawandel? Also, das bringt uns direkt zu unserem ersten Wort. Wort 1 ist Die Emission. Das ist ein Substantiv. die Emission. Und was genau bedeutet das im Alltag? Das bedeutet ganz einfach den Ausstoß von Stoffen, also zum Beispiel von Gasen, in die Umwelt. Wenn ein Auto fährt, kommen hinten Abgase raus. Das ist eine Emission. Ah, okay. Und auf Englisch sagt man dazu Emission. Richtig? Das klingt ja fast gleich. Genau, Emission. Ein Beispiel für unsere Hörer. Ohne drastische Maßnahmen werden die CO2-Emissionen unweigerlich weiter ansteigen. Das ist ein super Beispielsatz. CO2-Emissionen, das hört man ja wirklich jeden Tag in den Nachrichten. Ja, das ist quasi das Kernproblem, über das alle reden. Und diese Emissionen, die führen uns dann ja direkt zum nächsten Wort. Wort 2 ist die Erwärmung, auch ein Substantiv. Genau. Die Erwärmung bedeutet, dass die Temperatur weltweit ansteigt. Alles wird wärmer. Auf Englisch heißt das Warming. Richtig. Wie in Global Warming. Exakt. Also ein guter Beispielsatz für den Alltag wäre: Die globale Erwärmung führt dazu, dass Gletscher schmelzen und der Meeresspiegel ansteigt. Das ist ein sehr klares Bild. Und das liegt an einem physikalischen Prozess, den eigentlich schon Wissenschaftler im 19. Jahrhundert verstanden haben. Krass, so lange schon. Ja, wirklich. Seit über 160 Jahren weiß man das. Und das ist unser Wort 3, der Treibhauseffekt. Ein langes Wort, ein Substantiv, der Treibhauseffekt. Und auf Englisch ist das der Greenhouse-Effekt, oder? Genau. Der Treibhauseffekt beschreibt die Erwärmung durch Gase, die die Wärme in der Atmosphäre speichern. Also, ich erkläre mir das immer so, stell dir vor, der Treibhauseffekt ist wie so eine unsichtbare Winterdecke, die über der ganzen Erde liegt. Gutes Bild. Also, eine Decke ist ja eigentlich etwas Gutes in kleinen Mengen, weil sonst würden wir hier alle erfrieren. Aber jetzt, durch die ganzen Abgase, ist diese Decke einfach viel zu dick geworden. Ja, das ist eine super Analogie für den Alltag. Man könnte als Beispielsatz sagen, ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre es auf der Erde zu kalt für uns. Genau. Aber wir machen die Decke eben dicker, indem wir Sachen in die Luft abgeben. Und da sind wir bei Wort 4. Freisetzen. Das ist ein Verb. Freisetzen. Auf Englisch sagt man to release. Richtig. Es bedeutet, dass ein Stoff in die Umgebung abgegeben wird. Und für unsere Deutschlerner ganz wichtig, die Perfektform ist hat freigesetzt. Genau, hat freigesetzt. Hast du da ein gutes Beispiel aus unseren Quellen, wie das in der Natur passiert?
Ja, ein sehr wichtiges sogar. Denn Permafrost in Sibirien, also der gefrorene Boden dort. Wenn Permafrostböden auftauen, setzen sie riesige Mengen an Methan frei. Oh wow, Methan ist ja noch viel stärker als CO2, oder? Absolut. Methan ist extrem stark darin, Wärme zu speichern. Und das ist so ein Teufelskreis. Es wird wärmer, der Boden taut auf, das Methan wird freigesetzt und dann wird es noch wärmer. Das klingt ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich. Ja, das ist es auch, weil ab einem bestimmten Punkt passiert das ganz automatisch. Und das ist unser Wort 5, unweigerlich. Das ist ein Adjektiv oder Adverb. Unweigerlich. Das klingt sehr ernst. Auf Englisch heißt das inevitably, oder? Genau, inevitably. Es bedeutet, dass etwas ganz sicher passiert. Man kann es unter keinen Umständen mehr verhindern. Also egal, was wir tun, es passiert. Richtig. Ein Beispielsatz wäre: Wenn wir nicht handeln, führt die Erwärmung unweigerlich zu mehr Naturkatastrophen. Puh, ja, dieses Wort hat wirklich Gewicht. Wenn wir nicht mit der Physik verhandeln können, dann müssen wir eben mit den Konsequenzen leben. Genau so ist es. Okay, das war der erste Teil unserer Worterklärungen, also quasi, warum das alles passiert. Lass uns mal schauen, was die Folgen sind. Also Teil 2, die dramatischen Konsequenzen. Wort 6 ist spektakulär, ein Adjektiv. Spektakulär. Auf Englisch ganz ähnlich, spectacular. Es bedeutet, etwas ist sehr auffällig, großartig oder eben auch sehr dramatisch anzusehen. Ja, das ist ein gutes Wort, weil wir Menschen achten ja oft nur auf die Dinge, die man im Fernsehen gut zeigen kann, oder? Genau, also man könnte sagen, das Schmelzen der riesigen Arktisgletscher ist ein spektakuläres, aber sehr trauriges Naturereignis. Ja, diese Bilder von Eis, das ins Meer stürzt, das geht dann viral im Internet. Richtig. Aber die echten Probleme, die passieren oft ganz leise. Und das bringt uns zu Wort 7. Genau. Wort 7 ist bedrohen. Ein Verb. Auf Englisch to threaten. Bedrohen. Und die Perfektform? Die Perfektform ist hat bedroht. Es bedeutet, für jemanden oder etwas eine Gefahr darzustellen. Also wie wenn der steigende Ozean eine Stadt in Gefahr bringt. Ganz genau. Unser Beispielsatz lautet: Steigende Meeresspiegel bedrohen langfristig viele bewohnte Küstenregionen. Und nicht nur Menschen werden bedroht, sondern auch Tiere und Pflanzen. Ja, und das ist ein gigantisches Problem. Das ist unser Wort 8. Wort 8 lautet das Artensterben. Ein Substantiv, das sich aus Arten und Sterben zusammensetzt. Auf Englisch. Species Extinction. Und da geht es ja nicht nur um den Eisbären, der keinen Schnee mehr hat, richtig? Nein, überhaupt nicht. Es geht um ganz komplexe Netzwerke in der Natur. Wenn Insekten sterben, gibt es keine Bestäubung mehr für unsere Lebensmittel. Also ein Beispielsatz wäre, der Verlust von Lebensräumen beschleunigt das weltweite Artensterben massiv. Genau. Und darüber lesen wir auch so viel in unseren wissenschaftlichen Quellen für diese Analyse heute. Ja, und wenn man sich diese Studien ansieht, dann merkt man, dass die Wissenschaftler ganz genau rechnen. Sie raten nicht einfach. Und das passt zu Wort 9, spekulieren. Spekulieren. Ein Verb. Auf Englisch to speculate. Die Perfektform ist hat spekuliert. Es bedeutet, über etwas nachzudenken oder Vermutungen anzustellen, wenn man nicht alle Fakten kennt. Richtig. Im Fernsehen, in Talkshows wird oft spekuliert. Aber die Klimamodelle sind da viel genauer. Eben. Wir müssen wirklich aufhören, da nur zu rätseln und zu spekulieren. Wir müssen uns die Fakten anschauen. Genau. Ein guter Beispielsatz für den Alltag: Experten spekulieren darüber, wie stark die Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 steigen werden. Obwohl die Wissenschaft da eigentlich schon sehr sichere Leitplanken hat? Ja, absolut. Aber viele Menschen wollen das nicht hören, weil unsere Gesellschaft einfach ein anderes Ziel hat. Da sprichst du was Wahres an. Und das ist unser Wort 10. Besessen. Ein Adjektiv, das einen Zustand beschreibt. Besessen. Auf Englisch obsessed. Es bedeutet, man kann nur noch an eine einzige Sache denken. Und das ist oft negativ gemeint. Genau. Wie wenn jemand besessen von seinem Handy ist. Ja, oder eben beim Thema Wirtschaft. Man kann sagen, Kritiker sagen, unsere Gesellschaft sei zu sehr von der Idee des ewigen Wachstums besessen. Ein toller Satz. Und das ist genau das Problem. Immer mehr produzieren, immer mehr konsumieren. Das führt halt zu mehr Emissionen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das unterstützt uns wirklich sehr. Danke euch. Also,
wir haben jetzt wirklich viel über die Ursachen und die Folgen gesprochen. Aber das Thema kann ja auch schnell sehr erdrückend wirken. Lass uns mal von der Problembeschreibung in den Lösungsmodus wechseln. Was können wir tun? Das ist eine sehr gute Idee. Das ist nämlich der dritte Teil unserer Worterklärungen heute. Lösungen und Handeln. Und hier ist Wort 11. Dringend. Ein Adjektiv. Dringend. Auf Englisch urgent. Das beschreibt etwas, das sofort erledigt werden muss. Man darf keine Zeit mehr verlieren. Wie ein Notfall beim Arzt. Genau. Ein Beispielsatz wäre: Es ist eine dringende Aufgabe, den Ausstoß von Treibhausgasen sofort zu minimieren. Ja, das Fenster, um das Schlimmste zu verhindern, das schließt sich wirklich rasant. Und wie machen wir das? Der wichtigste Schritt ist doch die Energie, oder? Richtig. Und das ist Wort 12. Erneuerbar. Ein Adjektiv. Auf Englisch renewable. Erneuerbar. Was genau heißt das im Alltag? Das sind Energien, die sich natürlich regenerieren. Also Windkraft, Sonnenenergie, Wasserkraft. Sie gehen nie leer. Ah, okay. Im Gegensatz zu Kohle oder Öl. Genau. Also der Satz für euch zu Hause lautet: Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist für den Klimaschutz unverzichtbar. Das Problem ist nur, dass wir dieses riesige Stromnetz komplett umbauen müssen, damit es mit erneuerbaren Energien funktioniert. Ja, das ist eine gigantische Aufgabe für die Infrastruktur weltweit. Und solange wir das noch nicht perfekt können, suchen viele nach Übergangslösungen. Zum Beispiel beim Fliegen. Das bringt mich zu Wort 13, kompensieren. Ein interessantes Wort. Ein Verb, auf Englisch to compensate. Und das Perfekt lautet: Hat kompensiert. Es bedeutet, einen negativen Effekt durch eine positive Tat auszugleichen. Genau. Wenn ich zum Beispiel etwas kaputt mache und es danach wieder repariere, habe ich das kompensiert. Und beim Klima? Ich kenne das so: Wenn ich einen Flug buche, dann kann ich 15 € extra zahlen und dann pflanzt angeblich jemand einen Baum. Ja, das ist das bekannteste Beispiel. Man könnte sagen, viele Firmen versuchen, ihren CO2-Ausstoß durch das Pflanzen von Bäumen zu kompensieren. Aber ehrlich gesagt, ich finde das immer ein bisschen komisch. Funktioniert das wirklich? Das ist hoch umstritten in unseren Quellen. Denn das CO2 vom Flugzeug geht heute in die Luft, aber der Baum braucht Jahrzehnte, um das aufzunehmen. Ja, das stimmt natürlich. Es löst das Problem nicht sofort. Genau, es ändert halt nichts an unseren schlechten Gewohnheiten. Okay, aber was ist denn dann das große Ziel? Wort 14 ist klimaneutral. Ein Adjektiv. Klimaneutral. Auf Englisch climate neutral. Das bedeutet, zu handeln oder zu leben, ohne das Klima durch zusätzliches CO2 zu belasten. Also gar kein CO2 mehr ausstoßen. Nicht ganz. Es bedeutet netto null. Also das, was man ausstößt, muss man auch wieder aus der Atmosphäre herausholen. Verstehe. Also der Beispielsatz wäre: Das Ziel der meisten EU-Staaten ist es, bis zum Jahr 2050 vollständig klimaneutral zu sein. Genau, das steht in allen großen Abkommen. Aber selbst wenn wir das schaffen, die Erde hat sich ja jetzt schon erwärmt. Das Wetter hat sich verändert. Das ist wahr. Wir können die Uhr nicht einfach zurückdrehen. Und deshalb brauchen wir Wort 15, die Anpassung. Ein Substantiv. Auf Englisch Adaptation. Es bedeutet, sich auf veränderte Bedingungen vorzubereiten. Also zum Beispiel, wenn Städte mehr Parks bauen, damit das Regenwasser bei einem Sturm besser abfließen kann. Richtig, sogenannte Schwammstädte. Ein schöner Satz dazu. Neben dem Klimaschutz wird die Anpassung an extreme Hitze für Städte immer wichtiger. Ja, wir müssen lernen, mit diesem neuen Klima umzugehen. Das waren unsere 15 Wörter. Wahnsinn, wie schnell das ging. Und jetzt kommt, wie versprochen, unsere Mini-Story. Hier könnt ihr bei den Zuhörern prüfen, ob ihr alle Wörter wiedererkennt. Genau, achtet mal besonders auf die 15 Vokabeln, die wir gerade besprochen haben. Also, unsere Geschichte handelt von Lukas. Lukas liest abends auf dem Sofa einen Artikel über die Erwärmung unseres Planeten und wie der Treibhauseffekt genau funktioniert. Ja, und im Fernsehen sieht er dazu richtig spektakuläre Bilder von schmelzenden Gletschern in der Arktis. Das lässt ihn gar nicht mehr los. Er wird fast ein bisschen besessen von diesem Thema, weil er auf einmal versteht, wie dringend die Situation wirklich ist. Genau. Am nächsten Tag trifft er sich mit seinen Freunden. Sie diskutieren viel, aber Lukas sagt: Hey, wir müssen aufhören, nur zu spekulieren. Er erklärt ihnen, wenn weltweit weiter schädliche Emissionen in die Luft gelangen und zum Beispiel tauende Böden noch mehr Gase freisetzen, dann wird das unweigerlich unsere Zukunft bedrohen. Seine Freunde sind zuerst still.
Lukas fügt hinzu, dass dieses Verhalten auch das weltweite Artensterben extrem beschleunigen wird. Und dann entscheidet Lukas, etwas in seinem eigenen Leben zu verändern. Er plant, eine Solaranlage zu kaufen und nur noch erneuerbare Energien in seinem Haus zu nutzen. Ja, und wenn er wirklich mal fliegen muss, dann versucht er zumindest den Flug über ein gutes Projekt zu kompensieren. Sein allergrößtes Ziel ist es, irgendwann vollständig klimaneutral zu leben. Aber gleichzeitig weiß Lukas auch, wir können nicht jeden Schaden verhindern. Auch die Anpassung an das neue, heißere Klima in seiner Stadt ist jetzt eine Aufgabe für uns alle. Ende der Story. Super. Da waren wirklich alle 15 Wörter drin. Ich hoffe, ihr konntet sie alle gut heraushören. Wir haben heute unglaublich viele Ebenen von diesem Thema durchleuchtet. Aber bevor wir ganz Schluss machen, möchte ich euch noch einen richtig faszinierenden Gedanken mitgeben. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Wenn die Vermeidung von Gasen nicht schnell genug klappt und die Anpassung in den Städten einfach zu teuer wird, was passiert dann? Es gibt noch eine dritte, sehr kontroverse Option in der Forschung. Geoengineering. Geoengineering, also das Klima künstlich manipulieren. Genau. Zum Beispiel könnten Flugzeuge Partikel hoch oben in die Atmosphäre sprühen, um das Sonnenlicht wie ein Spiegel ins All zurückzuwerfen, bevor es die Erde überhaupt erwärmt. Das klingt ehrlich gesagt wie aus einem Science-Fiction-Film und extrem gefährlich, weil man ja gar nicht weiß, wie das Wetter woanders auf der Welt dann reagiert. Exakt. Das ist super billig, aber das Risiko ist riesig. Werden wir in unserer Panik in 10 oder 20 Jahren diesen ultimativen Schalter umlegen? Das ist echt ein Gedanke, über den man mal in Ruhe nachdenken sollte. Ein wirklich starker Abschluss für unsere heutige Analyse. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, wir freuen uns auf eure Beispiele. Abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Soziale Ungleichheit. auch ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.